Hallo Leute, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr für euer nächstes Urlaubsvideo eine Routenanimation erstellen könnt. Ich verwende dazu Affinity Designer, Affinity Photo und LumaFusion. Nun seht ihr, wie so eine Routenanimation aussehen kann. Zu den Vorbereitungen. Zuallererst schneide ich mir die Landkarte zu. Dazu öffne ich mir die Landkarte in Affinity Photo. Ich möchte nicht die ganze Welt oben haben, sondern meine Reise geht von Österreich nach Ägypten. Deswegen wird die Karte nun zugeschnitten. Ruhig ein bisschen großzügiger. So passt es. Das wird jetzt exportiert mit der größtmöglichen Größe. Und ebenfalls in meinem Projekt gespeichert. Anschließend öffne ich Affinity Designer und importiere mein zugeschnittenes Bild. Nachdem ich das zugeschnittene Bild importiert habe, verwende ich das Zeichenstift-Tool und setze einen Punkt zu meinem Zuhause und den zweiten zu meinem Zielort. In diesem Fall Ägypten. Mit dem Node-Tool, auf Deutsch Knotenwerkzeug, ziehe ich mir diese Linie etwas rund. Das sieht dann im Anschluss etwas schöner aus. Als Linienfarbe wähle ich mir Rot, das sieht man gut, und die Linienbreite mache ich auf 3,5 Pixel. Nun möchte ich eine strichlierte Linie haben. Deshalb klicke ich hier auf Strichliert, zoome etwas hinein, damit ich es besser sehen kann, und vergrößere die Lücke. Auch das Strichmuster werde ich etwas vergrößern. In meinem Fall 4,2 für das Strichmuster und 3,5 für das Lückenmuster. Hier noch kleine Anpassungen. Hier ist der Bodensee. Aus dieser Region komme ich. Und fertig. Ich verlasse das Dokument und benenne es um. Karte mit Route. Nun werde ich die Karte ausblenden und falls der Hintergrund kein Schachbrettmuster aufweist, drücke ich auf Dokument, Leinwand, Leinwand transparent. Das ist sehr wichtig. Jetzt wird die Datei ebenfalls exportiert. Wichtig ist hier, dass hier oben PNG ausgewählt ist. Ich drücke links unten auf Teilen, in Dateien sichern und sichere mir die Karte mit Route. Jetzt importiere ich die Karte mit Route, was eigentlich nur die Route ist, und einmal die zugeschnittene Karte. Außerdem importiere ich mir noch ein Flugzeug. Das Flugzeug, das ihr hier seht, habe ich selbst gemacht. Ich habe es in Affinity Designer erstellt. Unten in der Beschreibung ist ein Link, wo ihr das Flugzeug herunterladen könnt. Ihr dürft es frei verwenden. Nun, zuerst lege ich die Karte auf die erste Videoebene und verlängere die Zeit auf ca. 15 Sekunden. Anschließend nehme ich mir die Datei Karte mit Route, welches eigentlich nur die Route ist, und lege sie auf die zweite Videoebene und verlängere sie ebenfalls auf ca. 15 Sekunden.
Jetzt müsste die Route perfekt auf unserer Karte positioniert sein. Wenn das erledigt ist, wird als nächstes die Karte vergrößert und der Startpunkt zentriert. Anschließend drücke ich hier unten auf Kopieren, doppelklicke auf die Route und einfügen. Jetzt geht es um die Kartenbewegung. Bei Größe und Position setze ich mir deswegen ein Keyframe. Spule nach vor auf 10 Sekunden auf die Karte und bewege Ägypten in die Mitte des Bildes. Jetzt sieht man schon die Animation. Die Route ist noch nicht mit animiert, deshalb klicke ich nun auf die Karte nochmal, wieder auf Kopieren und hier wieder auf Einfügen. Nun bewegen sich beide gleichzeitig. Auch das Flugzeug werde ich jetzt auf die dritte Ebene legen und dementsprechend verlängern. Ich werde das Flugzeug ausrichten und verkleinern, bis es mir gefällt. Nun ist wichtig, dass ich das Flugzeug auf den Startpunkt lege. Dazu drehe ich das Flugzeug zuerst und lege es auf den Startpunkt. Jetzt setze ich den ersten Keyframe. Ich scroll circa zur Mitte und setze den zweiten Keyframe. Flugzeug drehen und wieder auf die Linie setzen. Ich scroll weiter und setze den dritten Keyframe. Und das Flugzeug wieder dementsprechend drehen. Wenn ich sehe, dass das Flugzeug die Route verlässt, suche ich mir zwischen den zwei Punkten ein Bild und werde es wieder anpassen. Auch hier wieder anpassen. Wir sehen nun bereits eine schöne Flugzeuganimation und sehen, dass das Flugzeug genau der Linie folgt. Den letzten Punkt passe ich hier nochmal an. Und schaue mir die Animation noch einmal an. Jetzt möchte ich, dass die Route erst dann erscheint, wenn das Flugzeug die Route bereits passiert hat. Dazu wähle ich mir die mittlere Ebene aus und gehe auf Wird zugeschnitten. Ich wähle mir den ersten Frame aus, setze einen Keyframe und drehe den Regler von rechts so weit zurück, bis die Linie nicht mehr zu sehen ist. Anschließend wähle ich mir einen mittleren Keyframe und drehe den Rechtsregler so weit zurück, bis es den hinteren Teil des Flugzeugs passiert. Auch am Schluss mache ich dasselbe noch einmal. Wir sehen nun schön, wie die Linie erst hinter dem Flugzeug erscheint. Zum Schluss wird die Animation jetzt noch über den Teilen-Button Film Fotos exportiert. Die Auflösung von 1668p ist ausreichend
Und jetzt wird das exportiert. Ich hoffe, ihr hattet in diesem Video Spaß und ich würde mich über ein Abo freuen.